dann halt extra aus Hamburg angereist für die Aufnahmeprüfung und hatte auch einige Sachen mit, also zum Beispiel mein 88-Tasten-Master-Keyboard, mein Laptop, eine 16er Tom, mein Saxophon und Mikrofon, Soundkarte und so weiter. Ich hatte sogar noch meinen Zoom Handrecorder dabei, dachte, falls ich irgendwo noch Geräusche aufnehmen will. Ich hatte halt meinen Rucksack und meine Gitarre und dachte schon, oh krass, was hier für Leute sind. Das war alles ganz sympathisch und so. Ich konnte dann in den Raum rein, hatte dann halt 3 Stunden Zeit, mich vorzubereiten, ein Stück zu einer Aufgabe zu produzieren, was dann vorgestellt werden muss in dem richtigen Prüfungsteil. Jetzt muss ich mich entscheiden zwischen 2 Aufgaben. Einmal zum Wort Kommunikation, eine Komposition sich ausdenken und das andere war da so eine Auto-Deutschland-Fahne drauf, also die man so an die Autoscheiben klemmen konnte. Das eine war die unvorhersehbare Zukunft, glaube ich, auf Englisch Unpredictable Future. Und die andere Aufgabe war ein Zitat, was im Kern ausgesagt hat, von der Eintönigkeit zur Mehrtönigkeit. Man musste ein Bild vertonen, eine Klanginstallation zu einem Bild machen. Und da habe ich gemerkt, dass ich mit diesen MIDI-Klängen, mit diesem Notationsprogramm eben nicht so weit komme und dass ich eigentlich selber was aufnehmen muss. Aber ich hatte eben das Equipment nicht dabei. Da habe ich mir gedacht, okay, ganz oben ist natürlich die Chefetage. Das ist der Chef, die oberste Oktave, da kommt der Befehl runter. Und der muss dann durch alle Oktaven hindurch gespielt werden, bis er ganz unten zum niedersten Arbeiter kommt, der dann die Sachen ausführt. Der hört dann den Befehl. Und wenn der aber eine Frage hat, dann muss der die auch durch die gesamten Oktaven wieder nach oben zum Chef schicken. Und so war also quasi mein Stück aufgebaut. Als dann alles stand, ist mir dann leider aufgefallen, dass ich meinen E-Lizenser-Dongle vergessen habe. Diesen hier. Ohne den es leider nicht möglich ist, meine DAW, also mein Audioprogramm Cubase zu starten. Das ganze Stück habe ich nur am Klavier gespielt. Und da kann es eben nicht passieren, dass auf einmal der Laptop ausfällt oder dass irgendwie was im Code nicht funktioniert oder dass die DAW abstürzt, irgendwas. Und ich habe dann den höheren Semesterbetreuer gefragt, ob es denn WLAN geben würde, dass ich mir schnell eine Alternative runterladen kann. Dem war leider nicht so, also hat er mir freundlicherweise sein Handy-Hotspot zur Verfügung gestellt, dass ich mir dann über eine sehr langsame Verbindung Audacity runterladen konnte. Und dann habe ich halt gemerkt, dass ich überhaupt keine Kabel dabei habe und habe dann gedacht, scheiße, was mache ich jetzt? Und es war mir dann aber auch zu peinlich, um nochmal zu fragen. Ich habe mir sehr genau vorgenommen, okay, bis in einer halben Stunde möchte ich wissen, welche Aufgabe ich nehme. Okay, bis in einer halben Stunde möchte ich wissen, in welche grobe Richtung mein Konzept geht. Okay, bis in einer halben Stunde und so weiter. In dem Moment habe ich einfach nur gedacht, keine Zeit verlieren, nicht drüber nachdenken, welches Programm jetzt und was machen, sondern einfach machen. Den Mülleimer habe ich auch benutzt zum Trommeln und Kleiderbügel. Man muss ja seine eigene Idee dann auch eben so wählen, dass man die Zeit, die man hat, und man weiß ja vorher, wie viel Zeit man hat, dass die einem reicht, diese Idee umzusetzen. In der Prüfung selbst war es so, dass man eben 20 Minuten Zeit hatte, um sich vorzubereiten. Und ich habe aber in der Zeit noch nicht mal mein Stück fertig gehabt. Und habe die Zeit komplett genutzt, um mein Stück irgendwie noch schnell fertig zu machen, bevor die Dozenten reinkommen. Und hatte noch überhaupt nicht irgendwie die Sachen eingesteckt, wusste überhaupt nicht, scheiße, Lautsprecher, was mache ich jetzt? Und dann gerade rechtzeitig hat alles noch funktioniert, erst einen Soundcheck gemacht. Als die Dozenten dann eben reinkamen, ganz gemütlich irgendwie. Und auch noch 2 Studenten von älteren Jahrgängen. Das hat mich dann schon ein bisschen nervös gemacht. Da ist aber jedem Prüfling freigestellt, auch zu sagen, dass er lieber nur von den Professoren geprüft werden möchte und nicht möchte, dass da noch andere Studenten drin sitzen. Aber die Prüfung war irgendwie total entspannt. Also die haben einem echt nie das Gefühl gegeben, dass man jetzt irgendwie in so einer Stresssituation ist. Immer höflich gewesen. Also ich hatte das Gefühl, dass ich zu allem, wo ich Bedarf hatte, noch etwas zu erklären, dass ich zum Stück die nötige Zeit bekommen habe und auch die Möglichkeit zu erklären, was war jetzt der Gedanke dahinter. Es gibt ja 3 Prüfungsteile. Der eine Prüfungsteil ist das selbst mitgebrachte Stück, der andere Prüfungsteil ist eben Gehörbildung, Theorie, ein Teil. Und der letzte Teil wäre eben das Stück, was man in dieser Vorbereitungszeit von 3 Stunden gemacht hat. Ich habe erst die beiden kreativen Sachen gemacht und den Theorieteil am Ende. Klassische Gehörbildung oder Popgehörbildung. Ich habe eben durch mein Musikwissenschaftsstudium schon viel klassische Gehörbildung gemacht, deswegen habe ich mich auch dafür entschieden. Ich war auf einem Musikgymnasium und hatte eben auch Musik im Leistungskurs dann. Und wir hatten so viel Gehörbildung, dass ich eben jetzt nicht Angst hatte, da irgendwie bei Gehörbildung durchzufallen. Aber es war dann für mich überraschend, dass es so eine ein bisschen andere Art von Gehörbildung war. Ich musste dann zum Beispiel auf Melodieanfänge antworten. Da wurde ich dann ein paar Intervalle, ein paar Klänge abgefragt, Tonleitern. Also von zu Hause hatte ich ein Stück mitgebracht für die Performance, wo ich quasi Playback auf meine eigenen Stücke gespielt habe. Ein kleines Programm, was ich geschrieben hatte, das
Glissandi von der Harfe aufgenommen, mit Hilfe eines Controllers abgespielt hatte. Also mein Tipp an alle wäre, dass wenn ihr euch jetzt irgendwie verloren fühlt in der Prüfung, einfach das machen, was ihr im Sinn habt. Das Gespräch zu suchen mit den Dozenten. Solange ihr das gut begründen könnt, ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit in der Prüfung, das nochmal zu erklären, warum ihr das jetzt so gemacht habt, wie ihr es gemacht habt. Und natürlich wissen auch die Professoren, dass man in 3 Stunden kein perfektes Konzept ausarbeiten kann. Aber es ist eben wichtig, dass ihr so ehrlich zu euch seid und auch zu eurer Idee. Das seid ihr der Idee eigentlich schuldig, zu sagen, ich stehe dazu und ich führe die jetzt auch wirklich auf, wie als ging es um mein Leben.